Stell dir mal vor, du stehst am Tisch und dein Gegner hat plötzlich diese leichte Panik in den Augen, wenn er dir kurz in die Rückhand aufschlagen will. Warum? Ja, gute Frage. Weil deine Antwort darauf zu einer unberechenbaren Waffe geworden ist. Ein einziger Schlag, der seine gesamte Taktik ja komplett über den Haufen wirft. Heute tauchen wir mal tief ein in die Kunst des Rückhandflicks. Speziell als Mittel gegen diese kurzen, fiesen, spinnreichen Aufschläge, die im Amateurbereich ja so beliebt sind. Wir haben uns dazu eine extrem detaillierte Analyse angesehen und die entscheidenden Erkenntnisse für dich rausgefiltert. Aber mal ganz ehrlich, kann ein einziger Schlag wirklich so ein Gamechanger sein? Gerade auf Vereinsebene, wo jeder so seine eigenen Tricks hat. Das ist genau der Punkt. Es ist nicht nur ein Schlag, es ist eine strategische Ansage. Die Quelle, die wir uns angesehen haben, beginnt mit einer großartigen Anekdote. Da gab es einen älteren Spieler im Verein, dessen Rückhandflick war so brutal effektiv und konstant, dass seine Gegner ihm gar nicht mehr dahin aufschlagen wollten. Genau das. Nach einer Weile waren die gezwungen, nur noch in seine Vorhand aufzuschlagen. Er hat ihnen ihre liebste Aufschlagvariante komplett weggenommen. Der Kernvorteil ist der Wechsel von einer passiven zu einer aktiven Rolle. Statt den Ball nur irgendwie zurückzuschubsen und zu hoffen, gehst du rein und ergreifst von der ersten Ballberührung an die Initiative. Und im Amateurbereich sind die kurzen Aufschläge ja oft auch nicht so perfekt. Richtig. Sie haben oft viel weniger Spin als lange. Sie sehen gefährlich aus, sind aber eigentlich perfekte Ziele. Ein reiner Schupfball als Antwort ist da oft ein Geschenk. Der steigt zu hoch, ist zu langsam und der Gegner kann sich den Ball für seinen Angriff aussuchen. Okay, also wenn ich diese Waffe entwickeln will. Die Analyse legt nahe, dass der erste Schritt nicht mal die Schlägerhaltung ist, sondern etwas, das viele von uns, und da schließe ich mich ein, wahrscheinlich vernachlässigen. Die Beinarbeit. Ich kenne das. Ich mache vielleicht einen Schritt zum Ball, aber der Schlag fühlt sich trotzdem schwach und instabil an. Was ist da der häufigste Fehler? Der häufigste Fehler ist eine Illusion von Bewegung. Viele Spieler machen zwar einen Schritt nach vorn, meist mit dem rechten Fuß bei Rechtshändern, Ja. aber ihr gesamtes Körpergewicht bleibt hinten. Sie strecken sich im Grunde nur zum Ball. Das ist, als würde man versuchen, einen kräftigen Schlag nur aus dem Arm auszuführen. Das kann nicht funktionieren. Okay. Die korrekte Technik, wie sie in der Analyse beschrieben wird, ist viel radikaler. Du machst nicht nur einen Schritt, du verlagerst dein gesamtes Körpergewicht aktiv nach vorne. Richtig in den Tisch hinein. Der rechte Fuß muss unter den Tisch, sodass der Oberschenkel am Ende der Bewegung fast die Tischkante berührt. Wow. Das klingt, als würde man dem Ball regelrecht entgegenstürzen. Das fühlt sich nach einem hohen Risiko an, so nah dran zu sein. Das fühlt sich am Anfang vielleicht riskant an, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Vorwärtsbewegung hat zwei massive Vorteile. Erstens, der psychologische Druck. Der ist enorm. Er serviert und im nächsten Moment steht dein Körper quasi in seiner Tischhälfte. Das fühlt sich bedrohlich an. Als würde ich seinen Raum einnehmen. Genau. Und zweitens, und das ist technisch entscheidender, es verbessert deine Schlagqualität und Kontrolle drastisch. Wenn du nach dem Ball angelst, triffst du ihn am Ende deiner Reichweite. Da ist die Bewegung unkontrolliert und kraftlos. Verstehe. Wenn du aber mit deinem Körperschwerpunkt direkt über dem Ball bist, triffst du ihn in der optimalen Zone. Jeder Schlag wird präziser, schneller und gefährlicher. Du hast die volle Kontrolle. Okay, die Beinarbeit leuchtet ein. In eine aggressive, stabile Position kommen. Aber welchen Schlag spiele ich dann von dort? Die Analyse konzentriert sich auch voll auf den sogenannten Banana-Flick. Das ist ein Begriff, der für viele im Verein fast schon mythisch klingt. Man sieht das bei den Profis und denkt sich, das lerne ich in diesem Leben nicht mehr. Ist das wirklich für jeden erlernbar? Absolut. Das ist der große Mythos, den die Quelle entzaubern will. Der Banana-Flick sieht kompliziert aus, aber seine Vorteile machen ihn gerade für Amateure so wertvoll. Es gibt da 3 entscheidende Punkte. Erstens, er ist überraschend fehlerverzeihend. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja, du musst den ankommenden Spin nicht perfekt lesen. Ob das nun Seitunterschnitt oder leichter Seitoberschnitt ist. Die charakteristische bürstende Bewegung des Schlags, bei der du den Ball seitlich streifst, erzeugt deinen eigenen starken Seit-Topspin. Der überlagert den gegnerischen Spin und neutralisiert ihn gewissermaßen. Der Ball bekommt eine stabile, gekrümmte Flugbahn. Das allein ist ja schon Gold wert. Also nichts ist frustrierender, als einen Aufschlag falsch einzuschätzen und den Ball direkt ins Netz zu spielen. Oder meterweit drüber, nur weil man dachte, es wäre weniger Unterschnitt drin. Genau. Und der zweite Vorteil baut darauf auf, der Schlag ist rein offensiv.
Ein passiver Schupfball auf einen kurzen Aufschlag ist im modernen Tischtennis eine Einladung. Ab einem gewissen Niveau wartet dein Gegner nur darauf. Er hat alle Zeit der Welt, sich zu positionieren und seinen stärksten Topspin vorzubereiten. Du servierst ihm den Ball auf dem Silbertablett. Der Bananaflick dreht den Spieß um. Plötzlich bist du derjenige, der Druck ausübt. Und der dritte Punkt, der in der Quelle so stark betont wird, ist, dass der Schlag nicht nur eine Vorbereitung ist, sondern ein direkter Punktgewinn sein kann. Eine echte Waffe. Richtig, das ist der Übergang vom Mitspielen zum Gewinnen. Ein schneller, flacher Flick in die weit entfernte Vorhandecke deines Gegners reißt das Feld komplett auf. Selbst wenn er den Ball bekommt, ist er so weit aus der Position, dass der nächste Ball für mich ein Kinderspiel ist. Exakt. Oder noch unangenehmer ist ein Flick aus der Mitte auf den Ellenbogen oder in die Vorhand. Dieser kurze Winkel ist extrem schwer zu retournieren. Du zerstörst damit den Rhythmus deines Gegners komplett. Wenn er bei seinem eigenen Aufschlag nicht mal weiß, wohin der Ball fliegt, ist er mental schon halb geschlagen. Das klingt alles fantastisch in der Theorie. Aber jetzt kommt die Realität, die viele von uns kennen. Ich bin richtig in Position, ich will flicken, aber der Ball zappelt im Netz. Oder fliegt weit drüber. Die Bewegung scheint irgendwie zu stimmen, aber das Ergebnis ist eine Katastrophe. Und die Analyse hat dafür eine Erklärung gefunden, die ich nie erwartet hätte. Es geht nicht um mehr Geschwindigkeit, sondern um das Gegenteil. Eine Pause. Das fühlt sich so falsch an. Mein Instinkt schreit doch, sei schnell. Und genau dieser Instinkt ist das Problem. Die Analyse beschreibt es wunderbar. Das Problem ist die Hektik. Die meisten Spieler beginnen die Schlagbewegung, während ihr Körper noch in der Vorwärtsbewegung ist. Es fehlt die Synchronisation. Ah, okay. Das Geheimnis ist die bewusste, wenn auch winzige Pause. Der Rhythmus ist nicht Schritt und Schlag, sondern 1, Schritt, rein, 2, Pause, 3, Schlag. In dieser Millisekundenpause, in der dein Körper stabil ist, kann die Energie aus den Beinen und dem Rumpf in den Arm übertragen werden. Ohne diese Pause schlägst du aus einer instabilen Bewegung heraus. Stell dir einen Boxer vor, der schlägt, während er noch nach vorne stolpert. Da ist auch keine Kraft dahinter. Eine Pause von einer Millisekunde, die alles verändert. Aber die Quelle geht ja noch tiefer auf das Timing ein. Es geht nicht nur um die Pause, sondern auch darum, wann man den Ball trifft. Das ist der zweite Teil des Geheimnisses, der genauso wichtig ist. Der Reflex der meisten Spieler ist, den Ball direkt nach dem Aufsprung zu treffen, am höchsten Punkt. Ja, dachte ich auch. Das ist am aggressivsten. Das denkt man. Aber genau dann ist der Spin des Aufschlags am stärksten, am giftigsten. Die Analyse rät hier zu etwas, das Geduld erfordert. Warte einen Moment. Du hast mehr Zeit, als du denkst. Man kann den Ball sogar noch im Fallen flicken. Wirklich? Ja. Diese Geduld hat zwei Effekte. Erstens, sie nimmt dem ankommenden Spin seine Wirkung. Wer wartet, kämpft gegen weniger Spin. Und zweitens gibt es dir selbst mehr Zeit, die Position einzunehmen und die Bewegung sauber auszuführen. Wer hetzt, spielt gegen maximalen Spin und unter maximalen Zeitdruck. Okay, das ist ein echter Aha-Moment. Also, mein Körper ist durch den Schritt und die Pause in Position. Mein Timing ist durch das Warten optimiert. Aber mein Arm fühlt sich immer noch an wie ein Fremdkörper. Die Analyse zerlegt die Armbewegung in ein wirklich einprägsames Drei-Punkte-System A, B und C. Lass uns das mal auseinandernehmen, denn hier liegt wohl die eigentliche Magie. Dieses ABC-Modell ist fantastisch, weil es eine komplexe Bewegung in logische, trainierbare Teile zerlegt. Punkt A ist die Vorbereitung. Hier legst du die Grundlage für den Spin. Du beugst dein Handgelenk maximal nach innen. Okay. Sodass der Schlägerkopf quasi zur äußeren rechten Hüfte zeigt, wenn du Rechtshänder bist. Die Quelle betont, dass man das beim Üben bewusst übertreiben soll. Viele beugen das Handgelenk bei Weitem nicht genug und wundern sich dann, warum der Ball wie ein Stein fliegt. Okay, also eine extreme Vorspannung aufbauen. Und was ist dann Punkt B, der eigentliche Schlag? Punkt B ist der Schwung. Und hier ist das entscheidende Wort locker. Es ist eine peitschenartige Pendelbewegung, die hauptsächlich aus dem entspannten Handgelenk und den Fingern kommt. Nicht aus dem Unterarm. Kaum. Der Ellenbogen dient als stabiler Drehpunkt, bewegt sich aber wenig. Stell dir vor, du willst eine lästige Fliege verscheuchen, es ist dieser schnelle, lockere Schnalzer. Dieses Wusch-Gefühl ist es, was du suchst. Genau diese A nach B-Bewegung erzeugt den Bogen, um selbst starken Unterschnitt sicher übers Netz zu heben.
Moment mal, jetzt kommt der Teil, der mich beim Lesen am meisten überrascht hat. Punkt C, die Anpassung an den gegnerischen Spin. Das heißt, die Bewegung von A nach B ist immer exakt dieselbe, egal ob der Gegner Unter- oder Oberschnitt aufschlägt. Das hätte ich nie gedacht. Genau das ist der revolutionäre Gedanke für viele Spieler. Die Grundbewegung A nach B, die den Ball bürstet und ihm Spin gibt, bleibt immer identisch. Die Anpassung passiert erst danach, im Ausschwung. Okay, wie? Fall 1. Der Ball hat Oberschnitt. Du machst eine A-B-Bewegung, bürstest den Ball und danach drückst du die Flugbein mit dem Unterarm aktiv nach vorn unten. Du deckelst den Ball sozusagen. Fall 2. Der Ball hat Unterschnitt. Du machst dieselbe A-B-Bewegung, aber jetzt machst du das genaue Gegenteil im Ausschwung. Du beschleunigst den Arm weiter nach vorne seitlich durch und hältst den Ausschwung am Ende hoch. Auf keinen Fall nach unten drücken. Auf keinen Fall. Sonst landet der Ball mit seinem anhebenden Spin direkt im Netz. Das vereinfacht ja alles. Das bedeutet für mich, ich muss mich nicht mehr darauf konzentrieren, im Bruchteil einer Sekunde den Schlägerwinkel zu erraten. Ich habe eine konstante Grundbewegung und passe nur das Ende an. Das fühlt sich unendlich viel machbarer an. Absolut. Die Trennung in A, B als Spinerzeugung und C als Flugkurvenkontrolle ist der didaktische Schlüssel. Okay, ich bin überzeugt. Ich will das jetzt im Training umsetzen. Mein erster Gedanke wäre, Partner schnappen, der mir kurze Bälle zuspielt und dann Banana-Flicks diagonal jagen. Aber die Quelle schlägt einen total kontraintuitiven Weg vor. Man soll mit dem geraden Flick anfangen. Longline. Warum um alles in der Welt? Das ist ein faszinierender Punkt. Du hast recht, der diagonale Weg ist länger und fehlerverzeihender. Eben. Aber genau das ist das Problem beim Lernen. Diese Fehlertoleranz verdeckt deine technischen Fehler in der Kernbewegung. Indem wir dich zwingen, Longline zu spielen, nehmen wir dir diese Sicherheitsdecke weg und legen den Fokus gnadenlos auf die saubere A-B-Bewegung. Okay, du isolierst also die wichtigste Variable. Aber wie spiele ich den Ball gerade? Mein Arm schwingt doch von Natur aus eher diagonal? Der Trick ist, dass der gerade Flick fast ausschließlich aus der A-B-Bewegung besteht. Der C-Anteil entfällt fast komplett. Du konzentrierst dich also nur auf die perfekte, peitschenartige Handgelenksbewegung. Und die Richtung? Um den Ball gerade zu bekommen, triffst du ihn seitlich, nicht von hinten. Stell dir vor, du wischst an der rechten Seite des Balles vorbei. Dein Schlägerblatt ist dabei leicht nach rechts geneigt. Das führt den Ball automatisch die Linie entlang. Das verbindet die Punkte auf geniale Weise. Du perfektionierst also die A-B-Bewegung, die reine Spin-Erzeugung, indem du den geraden Flick übst. Und sobald die sitzt, fügst du einfach die C-Bewegung hinzu, also den Unterarmeinsatz am Ende, und daraus wird dann dein diagonaler Crossflick. Exakt. A-B ist dein gerader Flick, A bis C ist dein diagonaler Flick. Und die Quelle erwähnt noch einen riesigen Bonus. Diese Technik macht auch die gefürchteten halblangen Bälle, die man weder richtig schupfen noch voll anziehen kann, zu einer leichten Angriffschance. Ah, die Zone des Unbehagens. Genau. Weil du durch die A-B-Bewegung so viel Bogen und Spin erzeugen kannst, kannst du selbst diese Bälle sicher und aggressiv angreifen. Diese Zone wird plötzlich zu deiner neuen Lieblingsangriffszone. Also, was nehme ich aus dieser wirklich tiefen Analyse für mich mit? Wenn ich das alles zusammenfasse, sind es vor allem 3 Dinge. Erstens, der explosive Schritt nach vorn mit voller Gewichtsverlagerung. Rein in den Tisch, den Gegner einschüchtern. Eine stabile Basis schaffen, genau. Zweitens, die alles entscheidende, bewusste Pause vor dem Schlag. Den Instinkt zur Hektik überwinden. Den Rhythmus finden. Und drittens, das ABC-System, bei dem die Grundbewegung zur Spinerzeugung immer gleich bleibt und nur der Abschluss den ankommenden Spin des Gegners kontert. Und wenn wir das mit dem Gesamtbild verbinden, sollte man nie vergessen, dass das mehr als nur eine technische Verbesserung ist. Es ist, wie wir anfangs sagten, eine psychologische Waffe. Du nimmst deinem Gegner seine Sicherheit beim Aufschlag. Seine wichtigste Eröffnung im Amateurbereich. Richtig. Du diktierst von Anfang an, wie der Ballwechsel gespielt wird. Du bist nicht mehr der Reagierende, sondern der Agierende. Das verändert das gesamte Machtgefüge am Tisch. Und damit übergeben wir an dich. Hier ist eine Frage zum Nachdenken, die sich aus unserer Diskussion ergibt. Wenn dieser eine Schlag, der Rückhandflick, die gesamte Aufschlagstrategie deines Gegners verändern kann, welche andere, vielleicht unscheinbare technische Änderung in deinem Spiel könnte eine ähnlich große, unerwartete Kettenreaktion auslösen?